Kronberg dreht den Hahn zu. Das Wässern von öffentlichen und privaten Rasenflächen seit Ende Juli verboten. Wegen der langen Dürreperioden wird das Wasser knapp. Wie steht es jetzt um die Gärten der Kronberger? Braun, würde ich mal sagen. Also teilweise noch ein bisschen grün. Wir haben einen kleinen Teich im Garten. Direkt im Umfeld von dem Teich ist es noch ein bisschen grüner irgendwie. Aber ansonsten, klar, ist die Wiese trocken, komplett. Oh, der Rasen ist braun so wie selten, ne? Und die Rosen, die wurzeln ja tiefer, die sind noch ganz gut dabei, ne? Und ansonsten dümpelt alles so vor sich hin, lässt die Blätter hängen, ne? Wir leiden ja alle unter der Wasserknappheit. Ist halt schade, aber es geht nicht anders. Braun ist also die Farbe des Sommers. Weil das kostbare Nass auch in den vergangenen heißen Sommern zu oft verschwenderisch verbraucht wird, führt Kronberg vor ein paar Jahren die Wasserampel ein. Grün heißt, alles noch okay, die Trinkwasserversorgung ist sicher. Gelb, der Trinkwasserverbrauch liegt deutlich über dem Durchschnitt, Wasser muss dringend gespart werden. Zum Beispiel sollen Gartenbesitzer mit geraden Hausnummern nur an geraden Kalendertagen wässern, die mit ungeraden an ungeraden Tagen. Private Pools dürfen nicht mehr befüllt werden. Jetzt ist rot. Kronberg kann seinen Trinkwasserbedarf nur noch zur Hälfte selbst decken. 50% kommen über den Fremdbezug vom Wasserbeschaffungsverband Taunus. Stadtrat Robert Siedler erklärt, was das für die Bürger bedeutet. Und das heißt ganz einfach, bei Rot letztendlich sollen eigentlich Rasenflächen nicht mehr beregnet werden. In dem Bereich ist einzelne Pflanzen ja, aber eigentlich nur noch auf Neupflanzung beziehen. Das ganze andere, ich sag mal Grün, soll nicht mehr entsprechend beregnet werden, gewässert werden und natürlich auch keine Pools etc., Wasseraustausch und solche Dinge dort. Da muss man halt auf das Grün dann verzichten. Sollten sich die Bürger nicht an die Sparvorgaben halten und Wasser verschwenden, könnte ein Worst-Case-Szenario drohen. Letztendlich wird dann tatsächlich kein Wasser mehr aus der Leitung kommen, sage ich mal ganz banal. Und es gibt ja Länder, wo sowas regelmäßig stattfindet und dann geht ein Trinkwasserwagen fährt rum und gibt dann Wasser an die privaten Haushalte ab. Das wäre natürlich der Extremfall, wäre erst möglich, wenn wir entsprechend den Notstand ausgerufen haben. So weit ist es zum Glück noch nicht. Die Kronberger ziehen auch gut mit und haben für sich Lösungen gefunden, Wasser zu sparen. Wir haben hier draußen eine kleine Bottich, wo ich mein Wasser sammle, was von oben kommt, für hier vorne. Und hinten habe ich auch Wasser, die allerdings jetzt leer sind. Und ich gieße nur meine Tomaten und die Zucchini und Erdbeeren, was ich noch habe. Und sonst ist mein Rasen draußen total vertrocknet. Ich habe allerdings meine Waschmaschine unten im Keller und das Wasser fange ich auf und das kommt dann zu meinen Rosen und auch zu dieser auf die Wiese und da gibt es dann so ein bisschen, eine kleine grüne Fläche habe ich dort. Tatsächlich auch eher resistentere Pflanzen im Garten haben, wo wir wissen, okay, das macht denen jetzt auch nichts aus, wenn da mal ein paar Wochen lang jetzt nicht unbedingt gegossen wird. Dann wird halt eben auf was umgestellt, wie jetzt hier vorne zum Beispiel der Heidegarten oder so. Der kann das auch abwandern, halt eben mal ein paar Wochen lang kein Wasser dran kommt. Wir fangen ansonsten in Regentonnen Regenwasser auf, haben da unten am Keller eine Regentonne stehen und im Garten 2 Regentonnen, sodass wir jetzt auch noch was Regenwasser haben, sodass wir mit Regenwasser auch noch gießen können. Ne? Also das sind etwas über 1000 Liter Regenwasser, die wir dann sammeln. Ne? Auch Kronberg wird in der Zukunft umdenken beim Wasserhaushalt. Das geschieht ja auch in der Stadtplanung, in der Stadtentwicklung dort, dass man auch mehr auf Brauchwasser umsteigt, dass Regenwasser aufgefangen wird, verwendet wird für die Toilettenanlagen etc., für die Gartenbewässerung. Man muss es eben auffangen und dazu brauche ich in der Regel auch ein zweites Netz. Neben dem Trinkwassernetz ein Brauchwassernetz. Auch das sind Kostenaspekte, aber bei Neubausiedlungen, größeren Neubausiedlungen in größeren Städten wird das ja schon angewendet dort. Und wir müssen es im Kleinen dann hier auch existieren. Da muss hier natürlich auch ein Umdeckungsprozess stattfinden. Denn so wie es aussieht, werden die kommenden Sommer nicht weniger trocken. Wir müssen Wasser sparen, damit uns der Hahn nicht zugedreht werden muss.